Ja, ganz genau beobachtet man natürlich auch diesen USA-Besuch von Selenskyj in der Ukraine. Und Tatjana Omdi ist für uns weiterhin dort, aktuell auch in Charkiw. Tatjana, also das Treffen mit Donald Trump, das steht ja erst heute noch an. Aber welche Bilanz zieht man denn bereits in der Ukraine, eben auch nach den Treffen mit Joe Biden und Kamala Harris? Ja, ich glaube, man ist hier schon so ein bisschen ernüchtert, weil die Erwartung und die Hoffnung, glaube ich, bei vielen ist schon gewesen, dass möglicherweise Selenskyj aus dem Treffen mit Harris und Biden rauskommt mit der Genehmigung eben, dass die Beschränkungen für den Gebrauch der Langstreckenwaffen auf russisches Territorium hin aufgehoben wurde oder dass es zumindest eine Überlegung gibt, wie man da zueinander kommen könnte. Möglicherweise gibt es die auch und es ist nur nicht publik gemacht worden, aber im Moment sieht es eben nicht danach aus. Was hier aber heute am Morgen mehr für Schlagzeilen sorgt und auch mehr für Debatten und viele Kommentare auch in den sozialen Medien, ist die Veröffentlichung durch Trump des Briefs, des Bittschreibens durch Selenskyj, sich doch bitte zu treffen. Und da sind ja doch einige Stimmen, auch in den deutschen Medien zum Beispiel, die sagen, das hat schon was Entwürdigendes im Prinzip, wie Selenskyj da darum bitten muss, dass Trump sich mit ihm trifft. Hier sieht man das anders. Hier sagt man, selbst wenn es entwürdigend ist, es geht um uns, es geht um unser Land, es geht um dieses Volk. Und wenn es da dann eben notwendig ist, vielleicht auch mal ein bisschen die Würde sein zu lassen und zu bitten und zu betteln, dann macht man das, weil es einfach um das Überleben eines Landes geht. Also Selenskyj bekommt da Rückendeckung auf jeden Fall auch in der öffentlichen Diskussion. Tatjana, lass uns auch noch mal auf das kriegerische Geschehen schauen, denn es gab ja auch weitere Angriffe der Russen. Wie sieht es da momentan aus? Also wir haben einmal natürlich das, was sich am Boden abspielt, weiter östlich hier von uns und auch nordöstlich hier von uns. Da sind im Moment nicht allzu große Veränderungen, von denen wir hören und auch in den letzten 24 Stunden keine größeren Veränderungen, wenn es um die Frontlinien geht, rund um Pokrovsk und auch Wuhledar. Und dann haben wir die nächtlichen Luftangriffe wieder gehabt. Wir hatten gestern am Abend hier bei uns einige Kilometer entfernt wieder Gleitbomben, die eingeschlagen sind. Da ist zum Glück, muss man sagen, nur Sachschaden entstanden. Anders die Situation weit im Süden des Landes in Odessa. Dort sind in der Nacht mindestens 3 Menschen getötet worden. Und in Kryvyi Rih, der Geburtsstadt von Präsident Selenskyj, da ist man in diesen Minuten dabei zu schauen, ob es Überlebende gibt nach einem Luftangriff auf eine der größeren Polizeistationen in der Stadt dort. Wir haben erste Bilder von dort gesehen, komplett in Schutt und Asche gelegt. Und da versucht man im Moment zu schauen, gibt es Überlebende unter den Trümmern, gibt es vielleicht noch Verletzte. Da liegen im Moment noch keine aktuellen Informationen darüber vor. Aber hier ist es interessant, in Anführungsstrichen zu sehen. Es ist das erste Mal, wir haben noch mal nachgeschaut, dass tatsächlich aus der Luft eine so große Polizeistation direkt angegriffen wurde. Tatjana, danke dir für diesen Überblick.